Hallo meine Freunde, ich möchte euch heute zeigen, wie man die Lichtmaschine an einem Passat 35i wechselt. Am Vierzylinder ist das relativ einfach, weil die Lichtmaschine sitzt hier oben drauf. Bevor ihr die Lichtmaschine überhaupt nur dran langt, müsst ihr bedenken, die Lichtmaschine steht unter Dauer Plus. Das heißt, auf jeden Fall die Batterie abklemmen und den Pol so sichern, dass nichts mehr drankommt. Zum Entspannen des Riemens gibt es ein Spezialwerkzeug von VW, braucht man aber nicht wirklich. In Engländer tut es auch. Die Spannrolle sitzt hier und weg ist der Riemen. Der Riemen selbst kann drin bleiben, wir müssen ihn ja nur oben abnehmen. Auf dem Hauptstromkabel sitzt eine Plastikabdeckung, da müsst ihr einen Schraubenzieher nehmen und die so rausmachen. Dann ist das eine 13er Nuss. Wegschrauben. Kabel entnehmen. Dann haben wir hier noch eine Steckverbindung bei der Lichtmaschine und da unten ist noch ein Kabelhalter, der hat 8. Auch wegschrauben. Kleine Schräubchen. Das sind 5er Schräubchen sein. Gerade so das Mitterchen abnehmen. Und dann könnt ihr den Kabelbaum schon zur Seite legen. Die Maschine selbst sitzt hier auf zwei 13er Bolzen. So, den oberen lassen wir gerade mal zur Sicherheit noch drin. Und jetzt sitzt der untere hier unten an der Ecke. Das ist ganz praktisch, wenn ihr so eine schicke Ratsche habt. Das müssen wir wieder rauskriegen. Seht ihr, wie schick die Ratsche ist? Den unseren unteren Bolzen könnt ihr dann komplett entnehmen. Wechseln, dann kann auch der obere raus. Die Lichtmaschinen hier relativ stramm in diesen der Abstand hier ist relativ stramm, könnt ihr also ruhig ein bisschen Hebel nehmen. Dann ein paar Mal hin und her eiern und wir haben die Lichtmaschine. Ich habe mir mittlerweile eine neue Maschine, das heißt es ist keine neue, sondern eine aufgearbeitete besorgt, die können wir jetzt einbauen. Ihr setzt sie unten an, mit ein bisschen ruckeln und schieben kriegt ihr das Ding dann drauf. Machen wir die Bolzen rein, wissen wir, ob sie richtig sitzt. Die Bolzen haben wenigstens so eine nette Zentrierspitze. Mal halbwegs drin. Schauen wir mal, was der untere so sagt. So, und unten habe ich sogar ein Gewinde. Ja, wird doch allmählich. Wenn ihr dann mal ein Gewinde habt, dreht ihr so rein. Wenn man nicht beikommt, sind diese Schlüssel halt einfach praktisch. So. Anzugsmoment für die Bolzen sind 20 Newtonmeter. Unten komme ich wieder nur mit so einer versetzten Konstruktion bei, wenn ich nicht alles ausbaue bei dem Modell. Also probieren wir es mal. Und auch unten haben wir unsere 20. Wenn ihr bei sowas den Krähenfuß ungefähr rechtwinklig ansetzt, verfälscht das auch das Drehmoment nicht. Weil wenn ich den Krähenfuß so ansetze, muss ich die zusätzliche Länge ja im Drehmoment korrigieren. Dann kommt das Hauptstromkabel wieder hier drunter. So. Oh, wo hängen wir da? Da kommen wir so hin. Da unten müssen wir noch das Mütterchen runter machen. Der Kabelhalter hier drunter und dann das kleine Mütterchen mal drauf. So, festmachen wir mal alles später. Hier. Noch sind die elektrischen Anschlüsse alle schön blank. Damit es so bleibt, könnt ihr ein bisschen Polschutzfett drauf machen. Dann ziehen wir mal das Hauptstromkabel an. Ihr müsst da mit Gefühl anziehen. Es war so etwas eine gewölbte Scheibe, die gibt schon ein bisschen nach, aber ihr müsst aufpassen, vor dass der Bolze nachgibt. Halten muss es allerdings auch. Noch das kleine Schräubchen von hier unten zum Halter. Jetzt müsst ihr schauen, dass der Riemen auf den ganzen Antriebsrädern schön in den Rillen sitzt, nicht irgendwo auf der Kante. Und dann können wir ihn hier wieder über die Spannrolle lupfen. So, das drückt ihr einfach ein bisschen weg hier mit dem Engländer und drauf. Jetzt kontrolliert er nochmal. Hier sitzen wir mittig, auf dem Klimakompressor sitzen wir mittig, hier sitzen wir mittig. Ist ideal gelaufen.
Wenn die ganze Elektrik wieder dran ist, aber nur dann, könnt ihr den Pol wieder drauf montieren. Schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wenn ich auf Zündung gehe, kommt das Batteriesymbol, das ist normal. Und wenn die Lichtmaschine gut ist, muss das Batteriesymbol ausgehen. Funktioniert, das ist die Handbremse. Ladespannung 14,1 bis 2 Volt, okay. Und da soll noch jemand sagen, am 35i werden alle Reparaturen kompliziert. Heute habe ich euch mal eine einfache gezeigt. Den Generatorwechsel kann man im Prinzip beim Teilehandel auf der Straße machen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.